We are TUM. 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 Künstliche Intelligenz kann die Welt in vielen Bereichen effizienter, innovativer und lebenswerter machen. Die Rahmenbedingungen für eine verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung dieser Technologie zu schaffen, ist eine Aufgabe, der sich auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen stellen müssen. Damit herzlich willkommen bei We are TUM. Ich bin Andreas Schmidt und ich spreche heute mit unserem CIO Alex Braun über ein neues Strategiepapier, das Einsatzmöglichkeiten von KI für alle Bereiche unserer Universität aufzeigt und vor allem darlegt, wie die Chancen und Risiken gemanagt werden sollen. Wir schauen heute außerdem auf den aktuellen Stand bei der Nutzung von KI in Forschung und Lehre. Dazu treffe ich den Mediendidaktiker Ben Lenk-Ostendorf und gleich zu Beginn Alena Büchs. Sie ist Direktorin unseres Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin und hält die Vinia Legendi für die Fächer Trias Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin. Von 2020 bis 2024 war sie Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und ist eine entsprechend gefragte und häufig befragte Expertin. Heute auch bei uns. Herzlich willkommen, Frau Büchs. Hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ich treffe Sie heute vor einer Podiumsdiskussion, bei der es um den Umgang mit Gesundheitsrisiken wie Pandemien geht und aber auch um die Rolle der Wissenschaft und das Vertrauen in sie. KI drängt jetzt wie in alle Lebensbereiche auch immer stärker in die Forschung. Welchen Einfluss hat KI auf das Vertrauen in die Wissenschaft? Also ich glaube ehrlich gesagt, dass gar nicht so viele Menschen wissen in der Öffentlichkeit, also wenn es jetzt wirklich um das Vertrauen der Menschen da draußen geht, wie stark wir KI in der Forschung schon einsetzen. Und deswegen ist es an uns, das zu erklären, auch zu zeigen, was kann man damit alles Tolles machen, was sind die Vorteile, was sind auch Risiken. Also wir haben ja in der Forschung gerade auch Herausforderungen, ne, dass zum Beispiel damit neue Plagiate gemacht werden oder damit irgendwelche sozusagen falschen künstlichen Datensätze hergestellt werden und so. Das sind echte Herausforderungen, mit denen wir ja in der Forschung auch gerade umgehen müssen. Aber insgesamt ist das gerade in den technischen, gerade in den medizinischen Fächern ja ein irrsinniger Sprung nach vorne. Und ich glaube, da können wir aus der Wissenschaft noch viel mehr machen, um das in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Denn nur dann bleibt das Vertrauen so hoch, wie es bei uns in Deutschland ja Gott sei Dank in die Wissenschaft noch ist. Also es geht sehr viel um Kommunikation und um Veranstaltungen wie heute. In der Medizin, denke ich, wird es ja auch schon länger stark eingesetzt und verbessert ja auch augenscheinlich die Möglichkeiten in der Diagnostik und in der Therapie. Da kann man immer sehr schöne Statistiken aufführen, die dann eigentlich allen Menschen ganz gut zugänglich sind. Ist sowas übertragbar auf andere Fachbereiche? Na, bleiben wir noch mal ganz kurz einen Schritt davor, denn die größten Erfolge sind eigentlich wirklich in der medizinischen Forschung schon passiert. Und das ist schon richtig in der Praxis. Das ist mir wirklich wichtig. Es gab gerade einen Nobelpreis. Das war jetzt nicht im Fach Medizin oder Physiologie, sondern das war im Bereich der Chemie für Proteinforschung mit KI-Tools, die diese sogenannte Proteinfaltung, also AlphaFold, das kennen, glaube ich, relativ viele, vorherberechnen. Das ist ein absoluter Meilenstein jeglicher proteinbasierter Forschung. Und das sind natürlich auch die ganzen Moleküle, die wir in der Medizin, ja, neue Krebsmedikamente, neue Medikamente gegen Demenzerkrankungen. Und das hat jetzt schon die Forschung enorm beschleunigt, weil das früher so ein bisschen so eine Art Flaschenhals war, diese wirklich extrem komplexe Proteinfaltung von diesen riesigen Molekülen, die man da ausprobiert, tatsächlich zu berechnen. Also ein Nobelpreis ist ja jetzt nicht nix, also das ist ein schöner Aufhänger, mit dem man schon mal erklären kann, ne, was können denn diese Algorithmen, die das am Ende des Tages ja sind, diese Modelle tatsächlich ganz konkret leisten für die Medizin. Und ich sage das deswegen als erstes, weil die Entwicklung in der Forschung, also wo wir neue Dinge entwickeln, ausprobieren, Vorteile generieren wollen für Patientinnen und Patienten, fürs Gesundheitswesen, weil das da alles weiter ist als das, was Sie gerade gesagt haben. In der Diagnostik und in der Therapie ist vieles an der Schwelle, aber man muss wirklich fair bleiben. Die Statistiken, die Sie gerade erwähnt haben, das ist oft noch im experimentellen Setting.
Die sind noch nicht in der breiten Anwendung. Also wir sind da noch so ein bisschen in der Beta-Phase. Es gibt jetzt eine ganze Reihe Unternehmen, es gibt eine ganze Reihe von Klinikverbünden, von Anbietern, die wirklich versuchen, KI-Anwendungen zu entwickeln, die dann so richtig in die Praxis und in den Markt kommen. Aber das ist noch nicht so. Wir wissen aber, dass da irre viel zu holen ist, weil nämlich in diesem experimentellen Setting, ja, wenn also alles perfekt kontrolliert wird und alles super funktioniert, dann ist die KI in vielen Fällen tatsächlich in einzelnen Aufgaben Ärztinnen und Ärzten zum Beispiel echt schon überlegen. Ja, also das zeigt sich in ganz vielen Bereichen. Röntgenbilder auswerten, irgendwelche Mustererkennung, bis hin zu sprachbasierten Aufgaben in der Medizin oder eben Diagnostik aus einer Zusammenstellung von Symptomen. Also wir wissen, wir stehen da sozusagen kurz vor einer echten, wenn wir das gut hinkriegen, Revolution in der Medizin. Aber ich finde es wichtig zu betonen, dass das jetzt noch nicht aktuell der Fall ist. Wo nutzen Sie denn gerade in Ihrer Forschung schon künstliche Intelligenz? Das ist eine lustige Frage. Ich mache natürlich das, was alle machen. Also man daddelt halt so ein bisschen mit ChatGPT rum und so, aber mit aller Vorsicht, weil man ja weiß, dass es da eben diese Fabrikation, diese Fehler gibt und so weiter. Aber wo wir es tatsächlich schon länger einsetzen, das ist in unserer empirischen Forschung, das sind vor allem qualitative Methoden, also beispielsweise Interviewstudien mit Patientinnen und Patienten oder anderen Gruppen, die sozusagen für uns interessant sind, für unsere Fragestellung. Und da gibt es Transkriptionstools, die sind einfach irre gut. Und auch wenn wir das noch mit Partnern machen, also wenn wir zum Beispiel Agenturen beauftragen, dafür im Rahmen unserer Forschung das für uns zu machen, das sind ja so Hilfsarbeiten in der Forschung, dann nutzen die auch schon KI-Tools. Und das andere sind natürlich alle möglichen Übersetzerdienste, also einfach sehr viel von diesen KI-Tools, die auch wirklich schon lange am Markt sind, mit denen man alle möglichen Vorarbeiten, mühsame und anstrengende Vorarbeiten, die früher, tatsächlich vor 10 Jahren, haben das studentische Hilfskräfte erledigt. Und inzwischen macht das die KI. Und das bedeutet natürlich, dass die Dinge wirklich schneller gehen, dass sie effizienter gehen und dass die studentischen Hilfskräfte was Spannenderes machen können. Und dass man auch über Stichproben hinweg sehr viel schneller und einfacher dann Vergleiche ziehen kann, denke ich. Ich würde gerne noch hinzufügen, dass das natürlich nur so die Hilfsmittel sind. Eigentlich interessiert ja in meiner Forschung insbesondere die Entwicklung neuer künstlich intelligenter Algorithmen und Tools und Anwendungen. Und da haben wir an der TUM entwickelt den sogenannten Embedded Ethics and Social Science Ansatz, wo wir also von Anfang an, wenn quasi unsere Datenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder die Robotiker sagen, wir bauen jetzt dieses oder jene Ding, da sind wir von Anfang an dabei und begleiten das mit. Das fängt an dabei, dass man diskutiert, wie sind denn deine Daten? Sind die vielleicht verzerrt? Ja, das wissen ja vielleicht viele. Es gibt so diesen typischen Bias in vielen öffentlich verfügbaren Datensätzen, einfach weil unsere Welt ein Stück weit auch verzerrt ist. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man das nicht festbetoniert. Also da sind wir wirklich diejenigen, die mithelfen, dass man die Datensätze gut kuratiert und dass man diesen Bias da rauskriegt. Bis hin dazu, wie soll die Oberfläche von so einem Teil aussehen? Ja, also wenn du einen Risikoalgorithmus hast im OP, der deinen Chirurgen in Echtzeit sagen kann, und das gibt es, trainiert auf Daten, die wir aus der operativen und postoperativen Medizin gewonnen haben, wie das aktuelle Sterberisiko deines Patienten gerade ist, der auf dem Tisch liegt. Da muss man darüber nachdenken, was heißt denn das eigentlich für diejenigen, die da operieren? Also wie kann man es schaffen, diese Information so an die Beteiligten in der echten Praxis heranzutragen, dass das möglichst hohen Nutzen vor allem für den Patienten oder die Patientin hat, aber natürlich auch für die Ärztinnen und Ärzte und alle anderen Beteiligten und möglichst wenig zu Problemen führt. Und das sind so richtige realitätsnahe Praxisfragen, die nicht immer mitbedacht werden, wenn du anfängst, so ein Modell oder so eine Anwendung oder so ein Tool zu entwickeln. Und das ist dann eben dieser Job dieser sehr interdisziplinären Arbeit, wo wir so richtig zusammenarbeiten. Das ist auch was ganz Besonderes. Da sind wir in der TUM, ich möchte fast sagen, europaweit mitführend. Das ist wirklich super. Das macht auch sehr viel Spaß.
Sehr schön. Ja, Sie haben eine von meiner Fragen schon vorweggenommen damit. Ich gehe trotzdem noch mal kurz einen Schritt zurück und zwar zu dem Daddeln, wie Sie es genannt haben, und zu dem Nutzen verschiedener großer Sprachmodelle etc. Und vor allem auch zu der schon angeschnittenen Datensicherheit. Ist das der richtige Weg, den auch die TUM ja jetzt mit der neuen KI-Strategie geht, hier zu versuchen, eigene Lösungen anzubieten? Es gibt ja auch eine datensouveräne OpenGPT-Lösung vom Leibniz-Institut, denke ich. Ist das wichtig, dass wir hier souverän agieren können und uns unabhängig von Unternehmen machen können? Ich finde das enorm wichtig. Die großen Sprachmodelle der Unternehmen haben ihren Platz. Und ich finde, man sollte da auch keine Berührungsängste haben. Man muss sie nur einfach als das einsetzen, was sie sind. Das sind Instrumente, die haben Fehler. Das sind im Prinzip ja, wenn man so will, eine Beta-Version nach der nächsten. Ja? Und gleichzeitig brauchen wir in der Forschung eigene Sachen, weil wir erstens sicherstellen wollen, dass es eine Datensicherheit gibt, die unseren Vorstellungen an den Datenschutz entspricht, was nicht bedeutet, dass man nichts machen sollte und nichts machen darf. Das möchte ich gleich betonen. Es ist sehr wichtig, dass wir Daten nutzen, aber wir wollen das natürlich nicht so machen, dass wir unsere Daten irgendwie auf einmal auf amerikanischen Servern haben und in keiner Weise mehr genau wissen, was damit eigentlich passiert, weil natürlich die Nutzung der Sprachmodelle mit sich bringt, dass man sie selber weiter befüttert. Das ist ja bei allen KI-Modellen prinzipiell so. Wird nicht immer gemacht, aber geht. Und deswegen halte ich das für wirklich wichtig, dass wir unsere eigenen Modelle haben. Außerdem müssen wir uns klar machen, gerade in der Medizin, wir können wirklich nicht medizinische Anwendungen, die an den Patienten ran sollen bei uns in Deutschland, die in die Regelversorgung kommen sollen, nehmen, die auf chinesischen oder auf amerikanischen oder auf israelischen Patientendaten trainiert wurden. Das geht nicht, weil es in der Medizin Spezifika gibt, die bestimmte Bevölkerungen haben. Und das muss man abbilden. Man braucht eigene Datensätze. Also schon deswegen brauchen wir auch in der Forschung unsere eigenen Datensätze. Und natürlich wollen wir auch eine Qualität erreichen, die wirklich in die Tiefe geht. Wo man also die Daten richtig gut kuratiert, sie eventuell ergänzt. Ja, oder mit technischen Tools einfach unterschiedlich abprüft. Also was sind da für mögliche Verzerrungen drin? Wie kann man das vielleicht noch verbessern? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle. Das geht, also da ist wirklich viel vorangegangen. Und deswegen würde ich immer sagen, beides. Also wir sollten nicht davor zurückscheuen, die großen Datenmodelle zu nutzen. Wir sollten auch in Europa möglichst mehr davon haben. Also nur Mistral und Aleph Alpha, finde ich, ist ein bisschen wenig. Es wäre schön, wenn wir gerne auch ein bayerisches, warum nicht? Daran wird ja auch gearbeitet. Also das halte ich für sehr sinnvoll. Aber das sind jetzt natürlich Dinge, die kannst du nur mit der Politik zusammen machen. Da brauchst ja also eine Infrastruktur, die ist ja riesig. Aber wir haben ja nur auch an der Uni, an der TUM mit Rechenzentrum etc. wirklich richtig unsere eigene digitale Infrastruktur und unsere eigenen Ressourcen. Und da kann ich wirklich nur ermutigen zu sagen, das ist ein Schatz. Feste drauf, gucken, dass man das gut interoperabel alles hinkriegt und wir sozusagen die Stärke, die wir haben als eine technische Universität, die eben nicht nur die Datenwissenschaften hat, sondern auch noch die Robotik, auch noch alle möglichen anderen Fächer, die sich eben mit diesen Datenwissenschaften verknüpfen, in der Medizin sowieso, aber auch in den ganzen anderen Feldern, plus auch noch die Ethik- und die Sozialwissenschaftler haben, die es gewohnt sind, mit den Technikwissenschaften zusammenzuarbeiten. Das ist echt ein USP und deswegen freut mich das auch so, dass es eine KI-Strategie gibt, dass wir eine Taskforce gemacht haben zu generativer KI, die wirklich also Impulse gesetzt hat in den Bundestag und in die EU, dass wir Leute haben, wenn ich das erwähnen darf, wie ich und viele andere, also Urs Gasser zum Beispiel, der Dekan der School of Social Science, wir sind in den unterschiedlichsten Beratungsfunktionen wirklich auch an die Politik unterwegs und da stehen wir als TUM echt mit breiter Brust, ja, weil da sind wir wirklich, wirklich gut. Wow, das war jetzt ein Werbeblock, aber das musste sein. Und ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind schon am Ende. Vielen Dank, Frau Büchs. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Zurück an der TUM treffe ich jetzt meinen zweiten Gesprächspartner, Alex Braun. Er ist seit 2021 geschäftsführender Vizepräsident unserer Universität für Digitalisierung und IT-Systeme und damit auch Chief Information Officer, kurz CIO. Er ist TUM-Alumnus, hat also hier Bauingenieurwesen studiert und auch promoviert und neben dem Amt in der Hochschulleitung ist er als Forschungsgruppenleiter am Lehrstuhl für computergestützte Modellierung und Simulation tätig. Grüß Sie, Herr Braun. Hallo, grüß Sie. Unsere Universität hat vergangene Woche unter ihrer Federführung als CIO eine umfassende KI-Strategie veröffentlicht. Welche übergeordneten Ziele verfolgt die TUM mit dem Papier? Ja, wir wollen mit der Strategie einmal grundsätzlich formulieren, wie wir als Hochschule uns zum Thema KI und auch zum Thema LLMs im Besonderen positionieren wollen, weil wir einfach festgestellt haben, dass es in den letzten Wochen und Monaten vermehrt Rückfragen sowohl von Dozierenden, aber auch von Studierenden gab, wie die Universität dazu eingestellt ist. Und natürlich kommen auch aus Politik und anderen Regionen Fragen, was wir in dem Bereich planen, wie wir uns allgemein dazu stellen und was wir vorhaben. Und das Ganze bekommt jetzt noch eine sehr frische neue Dimension mit dazu, weil es jetzt ja gerade seit Anfang Februar den EU AI Act gibt, der auch nochmal zusätzliche Regularien mit sich bringt, die am Ende für alle Betreiber, aber auch Nutzer von KI-Systemen natürlich eine sehr hohe Relevanz haben. Zu dem sich Hochschulen auch in gewisser Weise jetzt verhalten sollten. Genau, das ist auch, wenn man sich unsere KI-Strategie genauer anschaut, dann wird man auch feststellen, dass wir in einigen Punkten durchaus bewusst in Konfrontation zu diesen Richtlinien gehen, weil wir sagen, eine solche Technologie, die in einer solchen Zeit aktuell noch so stark in Entwicklung ist und sich kontinuierlich weiterentwickelt und kontinuierlich an neuen Funktionalitäten hinzugewinnt, diese Technologie zum jetzigen Zeitpunkt schon zu regulieren und überall erstmal zu fragen, was darf ich nicht, was kann ich verbieten, ist aus unserer Sicht die falsche Herangehensweise. Also wir wollen wirklich erst sauber evaluieren, was können wir alles damit machen, um dann natürlich unter Beachtung aller ethischen, gesetzlichen, datenschutzrechtlichen Fragestellungen fundiert und mit Erfahrung eine Entscheidung treffen zu können, wie gehen wir mit diesen Technologien wirklich um. Also die Technologie auf jeden Fall als Chance zu begreifen, so habe ich das Absolut. Papier auch gelesen und das zu betonen. Kommen wir gleich zu den Grundsätzen, zu den Zentralen des Papiers. Ja, sehr gerne. Also wir haben die Strategie eigentlich in 4 große Bereiche aufgebaut. Das sind einmal die 3 großen Anwendungsfälle. Das ist einmal die Lehre, dann die Forschung und auch die Betrieb, Verwaltung. Und als 4. großen Baustein haben wir dann noch den Datenschutz und die Ethik mit aufgenommen. Das heißt, das ist ein Kapitel, das sich dem Ganzen nochmal übergreifend und für alle Bereiche eigentlich gültig damit befasst, wie wir damit umgehen müssen. Und wenn wir in die Bereiche reinschauen, dann soll die Grundaussage in allen Bereichen die sein, wir wollen proaktiv mit diesen neuen KI-Technologien arbeiten und wir wollen auch, dass sie gewinnbringend eingesetzt werden. Wir sagen, das ist ein Hilfsmittel, das ist ähnlich wie ein Taschenrechner früher, ein neues Hilfsmittel, das vielleicht erstmal Bedenken und Besorgnis auslöst, das aber von der Funktionsweise her so mächtig ist, dass wir unbedingt dafür Sorge tragen müssen, dass alle damit sich auskennen und damit arbeiten können. Und wenn wir da jetzt mal in die einzelnen Bereiche reinschauen, zum Beispiel direkt auf die Lehre fokussiert, da ist unsere Motivation und auch die Grundlage dieser Strategie diese, dass wir sagen, wir wollen, dass alle Studierende, die bei uns an der TU München studiert haben, aus dem Studium mit KI-Fertigkeiten herausgehen. Das heißt, wir wollen, dass die Studierenden wissen, wie gehe ich mit KI um, wie wende ich auch ein LLM in meinem spezifischen Fachbereich gut an, aber natürlich auch, was ist die Kehrseite? Was sind die ethischen Anforderungen? Was
kann ich einer KI alles glauben? Was macht die KI in bestimmten Grenzfällen? Wie schaut es aus mit Bias und ähnlichen Problemen, die bei so einem statistischen System am Ende immer wieder auftreten können? Also es geht um die KI-Kompetenz der Studierenden, die zu fördern über alle Fachbereiche hinweg, so verstehe ich das, durch Plugin-Module, die dann aber auch verpflichtend sein werden. Die Verpflichtung ist natürlich immer eine ganz große Herausforderung. Also es ist grundsätzlich so, unsere Studienpläne sind natürlich schon jetzt sehr stark gefüllt mit ECTS-pflichtigen Modulen, die alle, wenn man mal genau drauf schaut, belegt sind. Faktisch müsste ich also jetzt, wenn ich eine verpflichtende neue KI-Schulung oder ein KI-Modul in einem Studiengang aufnehmen möchte, konsequenterweise andere Inhalte rausschmeißen. Und das ist natürlich etwas, das kann vielleicht in einer logischen Fortschreibung von Studiengängen in einigen Fällen sinnvoll und auch angebracht sein. Aber generell sind wir da auch der Auffassung, die KI muss grundsätzlich in jedem Fachbereich in die bestehenden Module integriert werden. Also es muss wirklich auch in den Veranstaltungen müssen neue Lehrinhalte aufgenommen werden, die dann natürlich zwangsweise zu einer gewissen Verdrängung anderer Kompetenzen führen, aber die natürlich ganz logisch, einfach wenn man mit der Zeit geht, entsprechend eine Konsequenz sind, die natürlich mit dem Ganzen einhergeht. Und zusätzlich erwarten wir aber natürlich auch von unseren Studierenden, dass sie sich darüber hinaus in den freien Credits, die ja auch in jedem Studiengang mit vorhanden sind, dann entsprechend fortbilden, um entsprechende ethische Grundsätze mit als Rüstzeug mitzubekommen. Da sind wir, denke ich, ja sehr gut aufgestellt mit einer starken Informatik und mit einer starken Sozialwissenschaft auch mittlerweile. Ist das Papier dann an dem Punkt, wenn wir jetzt dahin gehen, dass Studierende oder auch Lehrende die Tools einsetzen möchten für ihre Abschlussarbeiten, für ihre Arbeiten, für ihren Unterricht, bietet das Papier da auch eine gewisse Sicherheit, Verbindlichkeit? Wissen die Leute, wie sie damit umzugehen haben? Also grundsätzlich kann man jetzt so ein Strategiepapier, wie wir es ausformuliert haben, nicht als ein rechtssicheres oder abschließend durchdefiniertes Papier sehen, sondern es ist erstmal eine grundsätzliche Haltung, wie wir als TUM uns in Richtung KI positionieren wollen, wie wir damit umgehen wollen. Am Ende kann ich da jetzt auch mehrschichtig drauf antworten. Natürlich ist es so, jeder Anwender von solchen Technologien muss zwingend Gesetze einhalten. Der Datenschutz muss gewahrt werden. Ich muss natürlich ethische Grundsätze befolgen. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, und das ist vielleicht eher das Ziel der Frage, wenn ich als Absolvent meine Abschlussarbeit mit einem LLM unterstützt schreibe, dann habe ich natürlich, genauso wie ein Forscher im Übrigen auch, die Verpflichtung, das entsprechend transparent anzugeben. Das ist ein ganz klarer Grundsatz in der Wissenschaft, dass ich alle Hilfsmittel auch darlege und am Ende auch angebe, wo ich mit welchen Hilfsmitteln gearbeitet habe. Und folglich muss ich das hier natürlich auch tun. Zusätzlich kommt natürlich auch noch ein gewisser Sonderaspekt mit rein, dass Lehrende in gewissen Fachbereichen durchaus individuell ihre Regeln weiterhin gestalten können. Und wenn mir ein Prüfer für mein spezielles Fach, das ich als Studierender gerade höre und wo ich eine Prüfung schreiben möchte, wenn der Prüfer mir sagt, Hilfsmittel sind nicht zugelassen, dann ist das natürlich eine Vorgabe, an die ich mich halten muss. Jetzt stellt sich aber natürlich dann auch logischerweise die folgende Frage, wie kann ich bei einer Hausarbeit, bei einer Abschlussarbeit so etwas noch sinnvoll korrigieren? Und deswegen haben wir ja auch diese Strategie formuliert, weil wir eben ganz klar sagen, das ist eine Technologie, die ist gekommen, um zu bleiben. Wir wollen, dass sie eingesetzt wird und daher wollen wir auch mit diesem Strategiepapier nicht nur den Studierenden, sondern auch den Lehrenden ganz klar mitgeben, wir müssen unsere Abschlussarbeiten, unsere generellen Prüfungsformate in der Form neu gestalten, dass sie im Kontext von solchen Hilfsmitteln auch noch eine adäquate Prüfungsleistung darstellen.
Sehr schön, dass wir jetzt ausführlich eigentlich aufs Studium so ein bisschen aus der Studierendenperspektive geblickt haben. Ich habe ja die Frau Büchs getroffen, da haben wir auf die Forschung schon ausführlicher geguckt und mit dem Herrn Lenk-Ostendorf schauen wir noch auf die Sicht der Lehrenden so ein bisschen. Der Datenschutz ist ein großes Thema, Sie haben es schon gestreift und ist auch ein eigenes Kapitel in dem Papier. Wie stellen wir uns da auf in Zukunft? Vom Grunde her gilt beim Datenschutz das, was schon seit eh und je bei allen IT-Systemen gegolten hat. Wenn ich personenbezogene Daten in irgendeiner Art und Weise in einem IT-System verarbeiten möchte, und das ist wirklich vollkommen egal, ob das jetzt ein KI-System, ein LLM oder einfach nur eine ganz einfache Datenbank ist, in der ich die Daten vorhalte, speichere oder weiterverarbeiten möchte. In jedem Falle muss ich sicherstellen, dass ich die Grundsätze der Datensparsamkeit wahre, dass ich bei personenbezogenen Daten sicherstelle, dass diese, so gut es geht, anonymisiert sind, dass diese nicht für fremde Zwecke verwendet werden können und dass natürlich auch alle Personen, die hier betroffen sind bei einer eventuellen Verarbeitung, dass diese Personen auch zugestimmt haben und mit der Verarbeitung einverstanden sind. Das sind natürlich die sehr logischen Grundsätze. Natürlich ist es ja auch gerade bei KI-Systemen so, dass wir mit deutlich größeren Datenmengen arbeiten und folglich kommt nach meinem Dafürhalten einer Pseudonymisierung von Datensätzen noch ein deutlich größeres Gewicht hinzu in Zukunft, dass wir da einfach auch deutlich sensibilisieren müssen, dass die Nutzer mit diesen Datenmengen eben auch wirklich sparsam, aber auch bewusst umgehen. Wir haben schon eine gute Infrastruktur, denke ich, mit dem LRZ, auch mit verschiedenen Instituten an der TUM, die sich mit der Thematik beschäftigen. Was kommt Neues noch hinzu in Sachen Data Governance durch das Papier? Also wir haben mit unserem TUM Research Data Hub ein neues Institut geschaffen, mit dem wir uns sehr stark auf die Datenhaltung, die Datenverarbeitung und wie wir generell mit Daten umgehen, konzentrieren wollen. Das ist ein Institut, das ist ein Zusammenschluss aus der Universitätsbibliothek und unserem Munich Data Science Institute, die sich sowohl von strategischer als auch von wirklich fachlicher, konzeptioneller Weise an das Thema, wie arbeite ich mit Daten, wo speichere ich Daten, beschäftigen. Und dort entwickeln wir auch wirklich ganz konkret neue Tools, um Daten abzuspeichern, um sie semantisch anzureichern, mit Metadaten zu versehen und dann eben auch mit der Frage sich beschäftigen, wo speichere ich welche Daten? Medizinische Daten müssen auf verschlüsselten Storages abgelegt werden. Wir haben zum Teil extrem große Datenmengen. Da haben wir das Data Science Storage mit dem LRZ zusammen im Angebot, das wir allen Forschenden anbieten. Und so gibt es sehr viele unterschiedliche Anforderungen an die Art der Daten, die ich abspeichern möchte, aber auch natürlich unterschiedliche Anforderungen, sei es jetzt eine hochverfügbare Anbindung an unsere HPC-Systeme beim LRZ oder sei es eben auch die ganz klassische Anforderung, dass ich die Daten mit externen Partnern teilen möchte. Und um all diese Anforderungen kümmert sich unser Research Data Hub und erarbeitet da zusammen mit dem LRZ, aber auch mit weiteren Partnern entsprechende Strategien und auch Lösungen, damit wir hier gute Antworten für unsere Forschenden, aber auch Studierenden anbieten können. Ja, ich glaube, das war schon ein ganz gutes Schlusswort, ein sehr schöner Überblick. Vielen Dank, Herr Braun. Nach diesem Blick auf unser neues Strategiepapier wollen wir noch einmal in die Praxis schauen. Und zwar gemeinsam mit Ben Lenk-Ostendorf. Der studierte Psychologe ist seit 2022 an der TUM und entwickelt bei ProLehre didaktische Konzepte und Schulungen für Hochschullehrende zu den Themen Gamification und KI in der Lehre. Außerdem war er Leiter des Projekts KI-TutorInnen, über das er uns gleich mehr verraten wird. Hallo, Herr Lenk-Ostendorf. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wo stehen wir heute beim Einsatz von KI in der Lehre? Also wir sind nicht mehr ganz am Anfang. Wir haben schon die ersten Baby-Steps quasi gemacht. Wir hatten die ganze Aufregung mit, KI ist da, werden wir jetzt alle ersetzt? Die Antwort ist anscheinend nein, uns gibt es ja noch. Und jetzt schauen wir gerade, dass wir es produktiv einsetzen und genau da sind wir. Was heißt das konkret? Wo unterstützt die künstliche Intelligenz Lehrende heute schon?
Also es gibt sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Wir können natürlich irgendwelche Dinge für die Lehre erstellen, ob es eine gute Diskussionsvorlage ist, ob es Klausurfragen sind, Quizfragen für zwischendurch. Also alles, was Lehrmaterial ist, kann mit KI erstellt werden und wird auch dafür eingesetzt. Sie haben in den letzten 2 Jahren, glaube ich, das Projekt KI-Tutorinnen an der TUM geleitet. Also im letzten Jahr habe ich das Projekt der KI-Tutoren geleitet. Das war nicht nur an der TUM, sondern bayernweit. Da hatten wir 50 Tandems aus Lehrenden und Studierenden, haben die an die Unis verteilt, in alle Fachrichtungen und Fachbereiche. Und ich durfte Mäuschen spielen und sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und 5 Leute hatten wir auch an der TUM. Okay. Und Sinn war, dass die Studierenden gemeinsam mit den Lehrenden geschaut haben, wie KI am besten eingesetzt werden kann in der Lehre. Ja, genau. Also das Projekt ist so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, dass wir nicht wussten, was KI jetzt kann und was nicht. Und wir wussten aber, irgendwie für die Lehre kann man es einsetzen. Und da haben wir gesagt, na gut, wir machen die Probe aufs Exempel. Wir bilden Studierende aus, KI zu nutzen, geben ihnen die Lernenden quasi mit an die Hand, dass wir Fachwissen und KI-Wissen haben. Und die haben gemeinsam experimentiert. Und da hat uns interessiert, was funktioniert wirklich und was ist eventuell Snake Oil, was man dann nicht so wirklich braucht. Was funktioniert denn wirklich? Ja, also eine Erkenntnis, die ich ganz faszinierend finde, ist, wir können mittlerweile dafür sorgen, dass wir einfach Quizfragen erstellen und jeder kann sich selber prüfen, ob ein gewisser Themenbereich irgendwie verstanden wurde oder nicht und kann dann Wissen und Informationen dazu bekommen. Das Wissen ist teilweise so lala, je nachdem, wie tief man im Fachbereich ist. Gerade mit Jura hatten wir erstaunlich viele Probleme. Aber auch da, man kann Wissen einfügen, man kann Quellen einfügen und dann werden auch die Antworten besser. Und es ist das erste große Tool, das tatsächlich Wissensarbeit machen kann. Und das hatten wir davor noch nicht. Wir hatten immer so Teilaspekte, ne, dass man irgendwie SPSS für Statistik nutzen kann oder so. Aber so ein generelles Wissensmodell hatten wir noch nicht. Und das ist super spannend gerade. Jetzt hat die TUM letzte Woche ein KI-Strategiepapier veröffentlicht. Das ist sehr umfassend, auch natürlich Studium und Lehre ist ein großer Bereich darin. Das Projekt der KI-Tutoren wird quasi übernommen. Gibt es Änderungen in dem Konzept? Also der Fokus ist jetzt ein bisschen anderer. Es sind nicht mehr die KI-Tutoren, sondern es sind die AI-Guides. Rein englischsprachiges Projekt, weil wir eine sehr internationale Hochschule sind. Und der Fokus ist jetzt auch weniger darauf zu experimentieren und mehr das Wissen quasi zu streuen. Also unsere AI-Guides lernen, wie mache ich einen guten Workshop, dass ich das Wissen weitergeben kann, wie kann ich KI generell einsetzen, was muss ich generell beachten und dann natürlich noch eine Spezialisierung für die Lehre, dass die einfach wissen, okay, wenn ich eine Diskussion möchte, wie muss ich das denn angehen? Was ist denn eine gute Diskussion? Also die sollen schon auch Geschmack für gute Lehre haben und den dann auch verbreiten können. Ein großes Thema die letzten Jahre waren die Prüfungen. Das war, glaube ich, so ein typischer Abwehrmechanismus, der da vorherrschend war. Kann man dazu was sagen? Wie hat sich das Thema entwickelt? Im Strategiepapier ist davon auch die Rede, dass die KI-Kompetenz abgeprüft werden soll, aber unter fairen Bedingungen. Was kann man sich darunter vorstellen? Also man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, also die Lehrenden stehen wirklich vor einem großen Problem. Weil einerseits, wir müssen gewisse Grundlagen vermitteln und das müssen wir tatsächlich tun, einfach, dass wir die Konzepte im Kopf haben, dass wir darüber nachdenken können, dass wir sie anwenden können. Und wir müssen ja irgendwie sicher gehen, dass wir auch Erfolg haben mit unserer Lehre und dass da wirklich was ankommt. So, und dann stehen wir natürlich da, KI kann das natürlich. Und da haben wir sehr viele offene Fragen, die die Lernenden für sich klären müssen. Eine Frage ist zum Beispiel, okay, brauche ich dieses Wissen noch, wenn es ein Modell gibt, das es einfach machen kann? Also das ist eine offene Frage, das muss jeder für sich selber beantworten. Dann nächste Frage ist, okay, angenommen, das ist tatsächlich durch KI alles ersetzbar, will ich denn einfach dann sagen, okay, vielleicht lege ich meinen Fokus eher drauf, dass man KI-Output quasi bewerten kann, dass man schaut, okay, macht das alles Sinn, ne? Kann ich das überhaupt prüfen oder muss ich das irgendwie orchestrieren vielleicht? Also sollen die Kompetenzen da in die Richtung gehen? Oder sage ich, nee, es geht tatsächlich darum, dass man es einmal selber gemacht hat, einfach, dass man diese Fähigkeit zur Evaluation bekommt.
Und da stehen wir vor sehr spannenden Fragen, aber wir wissen es beide, der Alltag an der Uni ist sehr, sehr stressig. Und diese großen strategischen Fragen zu beantworten, das ist eine sehr zeitintensive Aufgabe und darum setzt sich die TUM auch dafür ein, dass da Unterstützung da ist, auch in Form der KI-Tutoren und AI-Guides. Das klingt sehr spannend. Überlässt man es den Lehrenden dann selbst, in welche dieser Richtungen sie gehen bei Prüfungen? Oder braucht es da eine Einbindung in die Curricula? Das ist eine sehr spannende Frage und ich muss sagen, die ist bisher, glaube ich, ungeklärt und ich weiß nicht, ob man die generell klären kann, weil das sehr, sehr darauf ankommt, wo die Lehrenden sind. Also es gibt Fachbereiche, die sind kaum betroffen, also das Recht hat noch ein bisschen Zeit, sage ich mal, sich darauf vorzubereiten, aber ich habe ja Psychologie studiert, habe Statistik da 3 Semester lang gemacht und hatte sehr viel Spaß dran. Muss jetzt aber sagen, Statistik mit R-Programmieren geht mit KI wahnsinnig schnell. Also da muss irgendwie eine Anpassung her. Aber das liegt an den Lehrenden. Die wissen am ehesten, wie ihre Studierenden ticken, was sie brauchen und kriegen auch das Feedback, ob die Studierenden sagen, naja, es ist zwar schön, dass wir es lernen, aber KI macht es erstens besser und zweitens schneller als ich. Warum lernen wir das? Und ich glaube, die Lehrenden sind in der Position, dass sie es am ehesten mitbekommen und die sollen uns weiterreichen, finde ich. Und dann kann man immer noch als Gruppe entscheiden, als Department oder in welcher Organisation man auch immer ist. Daran schließt sich eigentlich schon meine Abschlussfrage ganz gut an. Was brauchen gute Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in den nächsten Jahren? Hat sich überhaupt sehr viel geändert? Was brauchen sie? Naja, Zeit wäre gut für die Lehrer. Das sagen wir immer bei ProLehre. Aber wir müssen sehen, dass wir immer mehr in eine Richtung gehen, wo wir vielleicht nicht mehr die Wissensarbeit selber machen müssen, aber wir brauchen eine gute Evaluationsfähigkeit. Wir brauchen Expertise, diese Tools zu nutzen, einfach Erfahrung, Geschmack dafür, was man machen möchte, wie viel Kontrolle man abgeben möchte, wie sehr man noch quasi da selber dran arbeiten möchte. Und dann natürlich die Fähigkeit zur Evaluation. Also wirklich sich hinstellen und sagen, okay, ich weiß, was da passiert, das klingt gut oder das klingt nicht gut, da muss ich nochmal nachgucken, da nicht. Und es klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, wir brauchen mehr Manager. Wir müssen den Leuten beibringen, wie kann ich denn diese Tools managen, dass ich die so orchestriere, dass bei mir am Ende ein tolles Ergebnis rauskommt. Und wenn wir da hingehen und sagen, wir wollen gute Qualität, wir wollen, dass die in kurzer Zeit kommt und dafür nutzen wir diese Tools, dann haben wir die Möglichkeit, wirklich, wirklich unseren Output zu steigern. Und da hätte ich wahnsinnig Lust drauf. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Das war unser heutiger kurzer Blick auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz an unserer Universität. Das Strategiepapier finden Sie natürlich im Netz und auch verlinkt in unseren Shownotes. Bleiben Sie an der TUM interessiert und bis zum nächsten Mal. We are TUM. 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 We are TUM.